Willkommen zurück bei Ironhide 2019. Heute geht es weiter mit dem DD4 Guide City. Wir sind endlich angekommen in den City Notes und ich mache heute was, worauf ich mich riesig gefreut habe. Ich spiele mit euch die City Notes mit den Miethelden. Einem Team, was ja nur bekannt ist dafür, dass man in der War Defense ja den Gegner zur Verzweiflung treibt. Also bleibt dran, schaut rein, viel Spaß! So, auf geht's. Ja, die Kill Order ist relativ einfach und unkompliziert erklärt. Wir haben Proxima und Nobu, die als erstes weg müssen. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, wie die jetzt abgehen, weil Aufladung seht ihr hier keine, ich auch nicht. Wir benutzen erstmal die Ultimate von Shang-Chi. Also ich muss mich hier selber auch noch mal ein bisschen mit den Fähigkeiten anfreunden und muss gucken, was die letztendlich bringen. Sind denn die Heroes for Hire jetzt eine wirkliche Alternative zu unserem heiß geliebten Symbionten-Team? Ich weiß es nicht. Es ist auch wirklich das allererste Mal, dass ich das jetzt so spiele. Und es sieht zumindest nicht ganz so easy aus wie in den anderen Notes, die ich vorher schon für euch gespielt habe. Mit den mit Charakteren wie Secret Avengern oder was war jetzt hier zuletzt, Cosmic. Das sieht schon ein bisschen aus, als würde man hier ein bisschen mit Nachdenken arbeiten müssen. Das war der Betäubungsskill, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, Corvus, Sand Archer und Mordo sind dann halt natürlich die nächsten. Corvus ist unsichtbar, da er jetzt halt das nächste Ziel ist. Soll er auch als nächstes auf den Kopf kriegen. Boah. Also Shang-Chi ist ja eine Bombe, ne? Habt ihr die Counter-Attacks gesehen? Krass. Auch ohne Aufladung sieht das Team bedingt stabil aus, muss ich sagen. Also bedingt. Es sieht nicht unstabil aus. Das wird sich allerdings auch gleich zeigen in den darauffolgenden Notes. Und in dem nächsten Drop. Wir haben jetzt Squirrel Girl gleich am Start. Die werde ich rausstunnen. Ja, das ist von meiner Kill Order noch so. Squirrel Girl hat den größten Effekt auf die Symbionten. Deswegen kriegt sie das, ist sie das Primärziel für mich. Mit dem Stun und Kill wäre dann Black Widow. Das hier war der Stun, glaube ich. Ne? Betäubung, Heilblockade, passt. Und jetzt geht's Vollgas auf Black Widow. Wenn wir nur noch 3 Gegner auf dem Feld haben, droppt die nächste Welle rein. Jawohl, leider wieder zurückgekommen. Hä? Egal. Also der Schaden ist schon nice, oder, Leute? Mal ehrlich. Da ist die neue Welle. Jetzt ändert sich wieder das Targeting, weil Proxima muss eigentlich weg. Wir wollen keine Stunts. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht, dass Squirrel Girl jetzt gleich anfängt, hier alles zu dispeln. Darum schauen wir mal, ob wir sie nicht trotzdem vorher down kriegen. So, down ist sie. Das war der Offense down. Er hat tatsächlich auch noch unser wichtigstes Ziel getroffen. Blöd. Shang-Chi ist ganz schön häufig dran, oder? Kommt nur mir das so vor, oder teilt ihr da meine Ansicht? Ja, aber nice, oder? Ja, gut. America, mach mal dein Ding. Klingelt gerade mein Wecker mit der freundlichen Erinnerung daran, dass ich gleich auch noch Arena spielen muss. Und ich habe heute Arena sträflich vernachlässigt. Ich weiß nicht, ob euch das auch ab und zu passiert. Ja. Okay. Stadtknoten 1. Easy. Ja. Wir machen direkt weiter in Stadtknoten 2. Hier folgende Prioritäten. Hawkeye, Gamora, Groot.
Und ja, Namor, Vision, so in der Reihenfolge hatte ich mir das vorgestellt. Also wir fangen erstmal an mit Rocky und schauen dann, was passiert. Also ich bin wirklich gespannt, ob meine Charaktere überhaupt jetzt lange genug leben, weil das ist schon auch eine Welle, die sehr viel Schaden austeilt, einiges einsteckt, weil die Charaktere dodgen, evaden, die machen halt Unfug. Und ja, so viel Heilung habe ich nicht. Und wenn was tot ist, ist was tot, ne? Das ist nicht wie im War, dass die dann halt 3-4 Mal alle respawnen. Das ist dann halt einfach so. Die sind dann weg. Ich kann wen rausstunnen. Ich glaube, wer mich am meisten nervt, ist er. Okay. Ich natürlich verpennt, dass Groot aufhebt. Und da sieht es so aus, als ob ich down gehe. Schauen wir mal. Also inwiefern Iron Fist jetzt hier noch Sachen geregelt kriegt. Stun, Blinds. Oh, ist das krass. Jetzt wollte ich gerade schon schreien, dass Iron Fist tot ist. Ja, Gamora muss weg. Aber da fehlt Schaden. Also ich glaube mit Heroes for Hire DD4 spielen, weiß ich noch nicht. Also ihr habt den Recover jetzt gerade gesehen. Hätte ich nicht mehr erwartet. Ich dachte wirklich, jetzt geht's ins Lächerliche. Ich lasse den Groot mal stehen. Ja, der nervt mich zwar. Also ich habe den normalerweise hoch auf der Kill-Order. Aber der ist, glaube ich, hier für Heroes for Hire relativ unwichtig. Der macht viel mehr Impact auf die Symbionten. Okay, komm, einen noch. Ah. Also da würde ich mir wünschen, dass die Charaktere schneller sterben. Boah, schwierige Entscheidung. Wenn sie ausweicht. Ja. Ihr habt es geahnt, also da hinten ist halt dieses Evade-Symbol, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe zwar darauf geachtet, habe aber gedacht, das ist nicht da. Aber geht das auch mal weg? Alter, wie viele Evades hat die Frau? Also wenn das die einzige Möglichkeit ist, ihr Schaden zu machen, ne? Na, Halleluja. Durch AoEs und Bleeds. So, zack. Ja, nein. Ich versuche jetzt mein Glück einfach mal ein bisschen auf Vision rumzureiten. Passt. Fähigkeiten aufholen. Ja, sehr gut. Sein Ability-Block muss weg. Ganz wichtig. Okay. Knappe Kiste. Zweite Wave. Wen wollen wir nicht? Rescue. Rescue macht blöde Sachen. Und ja. Ich glaube, die Ulti hier zu nutzen, direkt am Anfang, ist Schwachsinn. Die wird ja stärker. Ich weiß gar nicht, ob das nur im Krieg ist. Hier ist so viel immer bei Kriegsverteidigung, wisst ihr? Ich mach mal Fähigkeitenblock. Ne, Stun. Genau, Fähigkeitenblock auf ein benachbartes Ziel. Vielleicht sollten wir uns die Fähigkeiten einfach alle nochmal angucken. Weil ich hab's tatsächlich nicht auf dem Schirm bei dem Team. Du spielst ja normalerweise die Heroes for Hire auch nicht. Na, die laufen halt einfach nebenbei. So gerade benachbart, entfernt einen negativen von sich selbst, Verbündeten, entfernt einen negativen, erhält zweimal Konter. Also das macht überhaupt keinen Sinn, das zu nutzen, wenn wir hier nichts haben und da nichts haben. Also ist die Basic tatsächlich noch dann die beste Option. Also man muss auf jeden Fall sich mehr anstrengen. So, Entferner vom Primärziel greift anschließend an, fügt 500%. Fähigkeitenblock sowie zerrüttet. Was haben wir denn hier? Da, Fähigkeitenblock sowie zerrüttet. Okay, das haben wir.
So, Thor will ich ja eh nicht, wegen seinen doofen AOE-Fähigkeiten. Darum ist der eigentlich auch immer mein nächstes Ziel. Was kann sie? Primärziel 400%, Blutung, Durchdringungsschaden um 30, er hält 3-mal parieren. Ja, dann müsste er rausreichen, um ihn rauszunehmen. Hat gepasst. Das weiß ich, was es macht. Das ist auch das Einzige. Krass. Da ist ein neuer Tor erschienen. Ultimate, jetzt mal gucken. So, greift alle Feinde an. 450, 75. Positive Effekt, Primärziel, verkürzt anschließend die Tempoleiste von allen Feinden. Ah, das macht auf jeden Fall Sinn, immer auszulösen. Egal wie, weil die Tempoleiste von allen Feinden um 10% verringert wird. Jetzt sehen wir das gleich am Captain. Also irgendwie habe ich da nichts gesehen. Vielleicht ist das sogar buggy, keine Ahnung. So, hier stirbt was. Genau. Sterben heißt auch immer Bleed eigentlich. Basic hatten wir gesagt in dem Fall. Also ich glaube, die Fights werden besser, wenn man so grob weiß, was die Fähigkeiten machen. Spotten ist immer gut. Passt. Wir wollen keine Lebensumverteilung, aber viel wichtiger ist es, dass wir Graviton gleich noch controlled kriegen. Was war das nochmal? Entfernt einen haben wir nicht vom Basic. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt Vision damit angreife. Aber ich arbeite mich jetzt einfach von Bottom up, also der mit dem wenigsten Leben als erstes. Da kommt der Stun drauf, weil ich ihn ja nicht in Action sehen will. 400% Schaden reicht dafür nicht aus. Basic geht immer. Ja, Tempoleisten verkürzen, 4 Schaden machen. Also Shang-Chi ist ein Monster. Shang-Chi ist definitiv ein Monster. Ja, das war es dann auch mit der Welle. Ihr seht, je weiter wir in dem Raid fortschreiten, desto weniger interessante Reihenfolgen gibt es. Im Prinzip ist es so, dass wir die Kill Order definiert sich aus dem, was wir aus den vorangegangenen Nodes gelernt haben. Ja? Also größter Effekt auf unser Team, höchstes Ziel, was sterben muss. In dem Fall sehe ich halt Hawkeye first, Graviton second. Und danach ist eigentlich schon wieder nur, ich sehe dann keine gefährlichen Ziele mehr. Also nichts, wo ich sage, ja, das wird jetzt wirklich eine richtig schlimme Hardcore-Aktion. Oh, das könnte gut sein. Schauen wir mal. Ja, ging. So, dass ich sagen würde, das ist jetzt unbedingt der als nächstes weg muss. Hier war alle Effekte löschen, ne? Ja. Alle Effekte löschen, Spellblock und alles. So geil. Also, sie ist auch wirklich ein total super Charakter. Misty Knight. Ja, die Miethelden sind ein High-End-Team, was viele sich halt wirklich auch für die Defense geholt haben. Ich bin ganz froh, wenn sich jetzt rausstellt, dass neue Spieler damit halt auch direkt in DD4 Gas geben können. Das finde ich klasse. Was ich auch richtig gut finden würde, wäre, wenn wir insgesamt eine höhere Flexibilität kriegen für Charaktere. Also der Weg, den die eingeschlagen haben mit 3 neue Charaktere, 2 alte Charaktere, ist meiner Meinung nach mehr als richtig. Wir haben jetzt Rescue mit dazu gekriegt in dieser neuen Wave. Hat natürlich dann die höchste Priorität. Haben wir ja vorher gelernt. Rescue macht böse Sachen. Könnt ihr euch auch gerne mal selber in eurem Character Screen angucken. Und weiter geht's dann mit Tor. Für den Fall, dass sich jemand fragt, ich habe ja, ich kann es nochmal erwähnen, die Tempoleisten
Veränderung hat den stressigsten Effekt für uns und warum lasse ich dann Cable so lange am Leben, kann ich euch ganz genau erklären. Cable ist relativ langsam in DD4, weil er halt, weiß ich nicht, er ist langsam. Ich müsste reingucken, ob sein Tempo abhängig ist vom Umfang der X-Force um ihn herum. Aber ich habe das Gefühl, dass der halt zu selten drankommt, um einen wirklichen starken Effekt zu haben. Und darum kümmere ich mich dann lieber um andere Charaktere als erstes. Weil bis der jetzt da dran ist, habe ich 3 andere Toons gekillt und kille ihn wahrscheinlich auch noch mit. Also, I don't really know. Was ihr in dem Video vielleicht, wenn ihr einer derjenigen seid, die gerne hinschauen und schauen, was ich denn alles falsch mache, weil ich ja auch nur ein Mensch bin, dann wird euch auffallen, dass ich mit den Fähigkeiten von Luke Cage schon 1-2 Mal durcheinander gekommen bin. Aber es ist... Ihr solltet es nicht, wenn ihr das Team spielt. Ja? Weil ihr vielleicht einen anderen Sternenrang, einen anderen Level, eine andere Ausrüstungsklasse habt. Bei mir scheint es gerade relativ wenig Einfluss zu nehmen. Und wenn es extrem wird, dann würde ich den Fight halt abbrechen und würde den halt einfach neu machen. Aber das ist nicht der Fall. So, wie sieht es hier aus auf dem Board? Also, Scarlet Witch Hass, Graviton Hass, aber Scarlet Witch mehr Hass, weil, also nachdem Graviton die Fähigkeiten ausgelöst hat, ihn will ich töten, sie will ich stunnen und dann geht es weiter auf Tor. So ist der Plan. Ultimate ist immer gut, ne, damit zu starten. Und was habe ich gesagt? Da will ich stunnen. Ihn will ich töten, also kriegt er natürlich auch so einen Fistbump ins Gesicht. Das müsste man auch mal bringen. Ne? Man geht zu jemandem hin, den man nicht leiden kann und sagt dann, ne, hier Fistbump. Und wenn er die Faust hebt, einfach ins Gesicht. Macht natürlich keiner von euch, hoffe ich. Charakter, der jetzt auch nervt, ist er hier hinten. Darum versuche ich ihn mal ein bisschen mit zu motivieren, das Leben zu lassen. Klappt. Und ich habe niemanden, den ich alle positiven Effekte klauen muss. Also lasse ich Mystys Ability. Ich lerne es nicht. Was kann der? Entfernt alle negativen... Ja, hier kommt... Ich habe einen negativen Effekt, den will ich entfernt haben. Passt. Mensch, also es geht wirklich erstaunlich gut. Ich kann meine Fähigkeiten jetzt sogar für den nächsten Knoten schon aufsparen. Weil ich hier keine Gefahr mehr wittere. Also ich glaube, ich habe dem Drachen der Stadtknoten den Zahn gezogen. Da kommt kein heißer Atem, der mir ins Gesicht bläst und mir das Leben schwer macht. Das ist hier eigentlich runterspielen, fröhlich sein und ja, einen guten Track für euch machen, Freunde. Okay. Das war der zweite Stadtknoten und wir sind im dritten Stadtknoten. Das ist der Finale, der Bossknoten. Wir haben 44 Gegner an der Backe. Stadt, genau. Zack. Wir springen da direkt rein und bummeln nicht lange rum. Star-Lord ist es, den wir nicht wollen. Wir müssen jetzt ein bisschen darauf achten, dass Jessica Jones und Punisher nicht zusammen mit Miss Marvel freidrehen, weil die sich halt viel und gegenseitig assisten. Ja, also ich muss mal gucken, wen wir da raus dann. Die sind aber hier auch in einem ganz guten Pulk, sodass ich da schön mit Splash Damage arbeiten kann. Es darf nur keiner direkt am Anfang sterben. Boah, brutal. Absolut brutal. Also hier, wenn die Not so startet, dann habt ihr schon... Also ich habe da wenig Bock. Ja, das erinnert mich so ein klein wenig an die Zeit, wie ich reingegangen bin und das Spiel der Meinung war, ach Mensch, Ron, dein AV, der hat ja nur 4 Reds. Den machen wir jetzt einfach platt. Ja, weil genau das ist es, was dann passiert. Schaden raus dann. Meine persönliche Empfehlung. Ich weiß nicht, ob ich Jessica getroffen hätte. Also wer Jessica... Luke Cage ist down. Luke Cage ist down. Das machen wir nochmal.
nicht spielbar ist für die Miethelden in einem Shot. Das hat er im letzten Try überlebt. Die ganzen Tries schneiden wir raus. So, dann schauen wir mal. Wahnsinn. Okay, unser erstes Ziel sind die 4 hier auf der Seite. Wir müssen nur zusehen, dass alle am Leben bleiben. Das war gut. Unendlich viele Assists leider. So, wen stunnen wir jetzt raus? Also ich würde eigentlich Schaden raus stunnen. In der Hoffnung, dass nicht trotzdem alles verreckt jetzt. Boah, kommt da Schaden rein. Leute. Also das wird auf jeden Fall ein Two-Shot. So viel ist schon mal sicher, weil den ersten Charakter hat es instant zersäbelt, da konnte man auch nichts machen. So, der muss weg. Die Captain Marvel cleart halt auch einfach direkt Luke Cage zu 100%. Komplett krass. Dann ist kein Durchkommen hier am Captain. Das könnte helfen, Star-Lord rauszuhauen. Ja, hat gereicht. Sehr gut. Der Stun, ja. Gott sei Dank. Was für ein brutaler Knoten, Leute, echt. Und wir sind ja noch nicht durch. Wir müssen... Uns fehlt Colin Wing, unser Hauptschaden. Wir haben jetzt noch 4 Control. Aber müssen uns hier noch mit Charakteren rumschlagen. Gerade die Assists sind halt richtig heftig. So ein Assist kann ganz schnell das Ende bedeuten. Oder der AOE-Schaden, der auch da drüben noch ist. Also ich kann nicht empfehlen, zumindest nicht mit, ich glaube ich habe 4 Red Stars, diesen Knoten hier zu spielen. Das sieht mir etwas zu gefährlich aus. Wäre Colleen jetzt da, wäre das natürlich mega gut. Die könnte von all den Verwunden halt richtig hart profitieren. Ihm removen wir alle Fähigkeiten, damit ich weiter Schaden machen kann. Jetzt nehme ich mal ihn sicherheitshalber doch raus aus dem Game. Geht nicht, fehlt mir Tempo. Kriege ich sie jetzt weg? Fragezeichen. Auch nicht. Boah. Captain wegmachen. Also auf jeden Fall blocken. Nicht geklappt. Counter-Attacks. Ja, Basic. Passt. Das sollte auch passen. Okay. Also mit Sicherheit die bescheuertste Wave, die es gibt. Und ich muss ja weiterspielen, bis alle Charaktere tot sind. Aus dem Grund wird das jetzt alles ein bisschen länger dauern. Der Stun geht natürlich auf Rescue, haben wir in den ganzen Waves davor schon gelernt. Ich muss allerdings auch X23 gleich kontrollieren und muss versuchen, es zu schaffen, nicht Star-Lord lange am Leben
zu halten. Also Rescue muss halt weg, wenn mir Tempo fehlt. Und dann geht es direkt auf Star-Lord weiter. Oder ich krieg halt nochmal einen Stun oder irgendwas. Boah. Ich habe das Gefühl, dass das mit dem Heal nicht so klappt, wie es klappen soll. So. Da waren auf jeden Fall ein paar Crits dabei. Alle Fähigkeiten. Ja, ich will nicht, dass der zwischentauntet. Ich will Rescue weg haben. Und Ende? Ja. Okay, also wie gesagt, das wird ein Two-Shot. Ich kann mir vorstellen, dass ich das gleich noch gedreht kriege, wenn ich die wiederbelebe. Krass. Richtig heftig. Ja. Na, den Slow weggemacht. So, haben wir down. Dann versuche ich jetzt noch Star-Lord zu ärgern. Oder den Punisher vielleicht sogar. Der weniger Leben hat. So. Naja, es leben noch 2 Charaktere. Da müssen wir jetzt gleich nochmal schauen, dass wir wenigstens den Punisher noch einmal treffen. Verdammt! Wird wohl nix. Jawohl. Da kommt der zweite Knoten. Ich werde die Charaktere gleich einmal wiederbeleben. Für euch. Und ja, den Rest seht ihr hier gerade. In der Kill-Order ist eigentlich meine X23 jetzt weit vorne. Ich versuche die zu stunnen, sollte ich rankommen. Völlig worthless da zu spielen. Und das wird wieder passieren, richtig? Nein, gut. Okay, ich darf ihn rausstunnen. In dem Fall... Oh, weiß ich nicht. Ich mache Schaden. Ich versuche es mal mit Schaden. Wahrscheinlich wäre der Stun auf den Punisher die richtige Option gewesen. Das könnte klappen. Tank weg. Passt. Bleed ist drauf. Dann kann ich jetzt stunnen. Das wird X23 natürlich. Jetzt kann ich ihn kaputt hauen. Dann geht es weiter auf Star-Lord. Der ist ja eh geblockt gerade. Das hat hervorragend funktioniert. Ich denke, ich werde Emma... Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde Emma einfach Emma sein lassen. Und versuche X23 aus dem Spiel zu ziehen und dann Spider Symbiote. Also die Reihenfolge ändert sich halt wirklich brutal. Man hat auch, kommt gar nicht so häufig ran, wie wenn man Symbionten spielt. Also ich nehme an, dass uns da wirklich einfach was fehlt, um richtig effizient zu sein. So. Zwar Offense down, aber zumindest ein bisschen Schaden rausgekriegt. Wahnsinn. Also das wird auch kein Two-Shot, Leute. Ja, an der Stelle Heroes for Hire, Boss Note, nein. Macht's bitte nicht. Ich werde jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich da sogar noch was drehen kann, wenn ich auf meine Symbionten switche. Ich nehme fast an, nein.
damit erstmal vorbei. Wir sehen uns wieder, wenn es dann in die legendären Knoten geht. Bis später, haut rein.